Hallo liebe Brettspiele, die Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich euch ein Spiel vorstellen, welches mich, ja, das sage ich hinterher im Fazit. Auf jeden Fall möchte ich heute mal euch ein Spiel vorstellen, was schon ein bisschen älter ist. Ja, es gab früher die normale Kuhhandel-Version, ich denke mal bestimmt schon 20 oder 25 Jahre her. Und jetzt haben wir hier Kuhhandel Master. Ja, da gibt es dann neue Auktionen, fiese Viecher und das Besondere auch schon für zwei Personen. Das ist also ein Spiel, das circa 60 Minuten dauert, für 2 bis 6 Spieler ab 10 Jahre. Ja, worum geht's? Kuhhandel Master, neue Viecher, neue Versteigerungen, neue Varianten. Ihr feilscht um Kuh und Co. Aber nun mischen auch fiese Viecher mit. Wenn dich die Ratten packen, geht ratzfatz die Punkte flöten. Bis zu 6 Spieler steigern gleichzeitig um die dicksten Viecher. Und im Schnellduell könnt ihr Kuhhandel jetzt auch zu zweit spielen. Ja, Kuhhandel, wie gesagt, ein schönes Spielchen im neuen Design. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Los geht's! So, hier ist der Kuhhandel. Dann schauen wir erstmal rein. Hier ist eine kurze, knackige Anleitung. Ja, hinten kann man hier die Punkte aufschreiben, so ein Wertungsblatt. Sollte man sich aber kopieren, denn so oft kann man es nicht spielen. Und hier sind noch so grob der Regelüberblick. Aber es ist nicht so kompliziert. Ich dachte erst, das wäre es, aber ist es nicht. So, dann habt ihr hier einmal diese grünen Karten. Moment, ich hole die anderen nochmal raus. Genau, das sind die Karten mit der grünen Rückseite hier. Ja, das sind Geldkarten. Sieht da natürlich eine falsche drin. So. Ja, und die haben halt verschiedene Werte. Hier habt ihr 500. Da seht ihr hier, das ist was Besonderes. 0. Ja, 20, 50, 10. Da gibt es halt jede Menge von diesen Geldkarten mit den verschiedensten Werten. Und ihr seht, ganz oft sind auch die Nuller drin. Und die roten, das sind halt die Tierkarten, die Tierhandelskarten. Da haben wir dann hier immer, die schauen so aus. Ja, hier so eine Ziege oder ein Geißbock. Und wenn er halt dieses Set komplett hat, ein Set besteht immer aus 4 Sachen, also ist wie ein Quartett früher, dann bekommt ihr die angegebene Anzahl an Punkten da oben. Ja? Also habt ihr in dem Fall, hättet ihr so 4 von diesen Ziegen oder Geißböcken, würdet ihr zum Schluss 350 Punkte bekommen dafür. Dann gibt es noch besondere Karten, diese grünen hier. Ja. Da zeige ich euch mal noch welche von. Genau, hier gibt es noch eine. Da gibt es also von jeder Tierart, die hier im Spiel sind, gibt es jeweils auch so eine grüne Karte. Hier zum Beispiel, kann ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Hier habt ihr halt die 4 Hunde. Ja, wären 160 Punkte, wenn ihr zum Schluss habt. Wenn ihr den dabei holt, wird der noch dazu gerechnet zum passenden Set. Dann geben nochmal hier 250 Punkte dazu zum Schluss. Wären dann 410 Punkte für dieses Set. Und so gibt es halt von jeder Tierart nochmal weiterhin diese grünen Karten dazu, von jedem Set. Ja, das wertet immer euer Set noch auf, wenn ihr die Karten dabei habt. Dann haben wir noch etwas ganz Fieses. Das ist hier diese Rattenkarte. Auch davon gibt es ein Quartett, also 4 Stück. Und wenn ihr die zum Schluss bei euch liegen habt, wer zum Schluss das Quartett hat am Ende des Spiels, der muss halt eins seiner fertigen Quartette rauspacken. Das zählt dann halt nicht mehr mit. Ist also nicht ganz so gut, aber manchmal lässt sich das tatsächlich nicht vermeiden. Zu Beginn des Spiels bekommt jeder erstmal ein Startkapital, ja, 3 Zehner, 2 Nuller zum Bluffen, ein 20er und ein 50er. Dann legt man hier den Tierkartenstapel in die Mitte. Das Geld ist wichtig, verdeckt halten vor seinen Mitspielern. Ja, die sollen halt nicht wissen, was man noch auf der Hand hat. Ja, und dann geht es reihum, je nachdem wer am Zug ist, deckt halt einer dieser Tierkarten auf. Jetzt hier der Hahn. Und dann können alle, die mit am Tisch sitzen, bis auf derjenige, der aufgedeckt hat, das ist dann der Auktionator, können halt ein Gebot für den Hahn abgeben. Ja? Zum Beispiel 10, 20, 30. Wichtig ist, man muss halt immer den Betrag auch tatsächlich noch auf der Hand haben hier. Ja? Und man kann halt jederzeit immer überbieten den anderen. Wenn man dann das Höchstgebot hat, dann hat der Auktionator selbst die Möglichkeit zu sagen, Moment, für das Höchstgebot kaufe ich dieses Tier selber. Und dann bekommt derjenige, der das Höchstgebot abgegeben hat, das Geld von dem Auktionator.
Wenn der Auktionator das Geld nicht haben möchte, das Tier, dann muss halt der Höchstbietende dem Auktionator das Geld bezahlen. So kommt man halt am Geld. Beim Bieten sollte man aber darauf achten, dass man das Geld passend auf der Hand hat. Denn man bekommt kein Wechselgeld. Das bedeutet als Beispiel, man bietet 20 für einen Hahn, hat aber nur einen 200er auf der Hand, dann muss man den 200er abgeben und bekommt kein Geld zurück. Dann hat man im Endeffekt 200 für den Hahn bezahlt. Wird so ein Goldesel aufgedeckt, wird das Spiel kurzzeitig unterbrochen und jeder Spieler bekommt neues Geld. Ja, beim ersten Goldesel, der aufgedeckt wird, 50, beim zweiten 100, beim dritten 200 und beim vierten sogar 500. Danach läuft das Spiel ganz normal weiter. Jeder gibt ein Gebot auf diesen Goldesel ab. Ihr seht, wenn ihr hier das Quartett vollständig hättet, kriegt ihr 500 Punkte zum Schluss. Und derjenige, der der Höchstbietende ist, der kann sich das dann nehmen, muss das halt bezahlen. Oder umgekehrt, der Auktionator kann das Tier auch selber kaufen. Solltet ihr hier eine dieser Bonuskarten aufdecken, läuft die Versteigerung anders ab. Sollte eine dieser Karten aufgedeckt werden, dann zählt der Auktionator rückwärts von 10 bis 0. Also 10, 9, 8, 7, 6. Wer dann von den Bietenden am Tisch sitzt und als erster auf die Karte haut, ja, zum Beispiel bei einer 5, der bekommt diese Karte, muss dafür aber verdeckt 5 dieser Geldscheine abgeben an den Auktionator. Ist natürlich ein bisschen tricky, weil wie ich euch gezeigt habe, hat man natürlich auch die Nuller und da hat man hinterher immer mehr. Und da kann ja zum Beispiel sein, dass man dem 5 Nuller zuschiebt, dann hat er also gar nichts gewonnen. Ja, da kann man halt ein bisschen bluffen mit den Nullern. Jetzt am Anfang im Startdeck ist es natürlich eher schwierig. Ja. Man kann ja auch erst bei 2 zuschlagen, da muss man nur 2 Geldscheine abgeben. Aber immer wer zuerst zuschlägt, der bekommt halt dann diese Karte, diese Bonuskarte. Als drittes haben wir ja noch, wie gesagt, diese Ratte. Da funktioniert die Auktion nochmal anders. Bei der Ratte ist es so, dass reihum die Spieler immer verdeckt einen dieser Geldscheine hier hinschieben, um die Ratte sozusagen loszuwerden. Ja? Das geht dann reihum, das geht dann halt so lange, jeder schiebt dann so einen Geldschein dahin. Das geht dann so lange, bis einer sagt, ich möchte keinen Geldschein mehr ausgeben. Der bekommt dann diese Ratte und bekommt auch die ganzen Geldscheine, die da liegen. Auch da kann es natürlich sein, dass da fast nur Nuller liegen. Man weiß halt nicht, was die anderen da hingelegt haben. Und ja, dann hat man halt die Ratte und hat auch noch kein Geld bekommen. Die zweite Aktion, die man machen kann, wenn man am Zug ist und keine Auktion, also Auktion war ja hier, diese Karte umdrehen und dann alle bieten lassen, durchführen will, ist stattdessen den Kuhhandel durchzuführen. Wie ich schon erwähnt habe, muss man ja immer 4 von einer Sorte haben, also ein komplettes Quartett. Und angenommen, die Situation sieht jetzt so aus, ein Spieler hat 3 von diesen Goldeseln, der andere Spieler hat auch einen von diesen Goldeseln ersteigert und noch andere, dann kann man ihm halt den Kuhhandel anbieten. Ja, der andere hat dann die Möglichkeit, den Kuhhandel anzunehmen oder aber ein Gegengebot zu machen. Er kann ihn aber nicht ablehnen und sagen, ne, mache ich nicht. Ja, wie funktioniert das dann genau? Ich sag mal jetzt hier, der Spieler 1 schiebt dann eine bestimmte Anzahl an Geldscheinen verdeckt rüber zu demjenigen, der die fehlende Karte hat. Ja, man sagt halt vorher an, ich biete jetzt auf dem Esel und dann legt man dementsprechend viele Scheine hin. So, Spieler 2 hat dann die Möglichkeit zu sagen, jo, ich nehme es an. Und auch da muss man bedenken, er können natürlich auch nur Nuller liegen, man weiß natürlich nicht, was der andere einem hingelegt hat. Ja, der kann natürlich sagen, ich habe dir ein Top-Angebot gemacht und dabei liegt da nur Gülle. Deswegen, passend zum Bauernhof Gülle zu den Tieren. Naja, deswegen auf jeden Fall hat er halt die Möglichkeit zu sagen, ich nehme es an, dann bekommt er das Geld, gibt den ab. Oder aber er kann sagen, so, Moment, ich mache ein Gegengebot und lege dann halt auch da so ein paar Scheine hin. Und dann wird geguckt, also jeder nimmt dann verdeckt das Geld des anderen auf die Hand. Hier hätten wir jetzt, ja. Die anderen am Tisch wissen natürlich nicht, was da geboten worden ist. Und dann wird geguckt, hier. Oh. So, das heißt, der Spieler, dem das Gebot gemacht worden ist, hat mehr geboten mit seinem Gegengebot und bekommt dann halt den Esel. Ja, das ist ja das große Problem dann von Spieler 1. Der hat dann seinen Esel weg und Geld, was er da reingeschmissen hat. Und der andere hat natürlich eine Menge Geld ausgegeben, hat jetzt aber einen zweiten Esel. Ja, so funktioniert halt der Kuhhandel. Das Spiel endet zunächst, wenn alle Karten weg sind
Und danach folgt halt nur noch Kuhhandel, weil dann sind ja keine Karten mehr zum Aufdecken da. Dann wird halt untereinander gehandelt, ja. Dann wird gehandelt hier die Tiere und auch die Ratten. Der Kuhhandel der Ratten funktioniert da auch nochmal anders. Auch da ist es so, wie gerade bei dem normalen Kuhhandel, dass man sich gegenseitig Geld zuschiebt. Aber da darf derjenige, der den höheren Betrag geboten hat, ja, wenn er ein Gegengebot macht, darf dann seine Ratte abgeben zu dem anderen. Ja. Also nicht wie bei dem anderen, wer den höheren geboten hat, bekommt, sondern wer den höheren geboten hat, darf seine Ratte dem anderen abgeben. Natürlich muss man da zum Schluss gut überlegen. Das habe ich jetzt aus den Erfahrungen, die wir gespielt haben. Man hat manchmal nicht mehr so viel Geld, braucht vielleicht auch noch eine Karte von dem anderen hier. Ja. Gibt man wirklich so viel aus, um die Ratte abzugeben, oder versucht man lieber die anderen Karten zu kriegen, um halt dementsprechend Punkte zu kriegen, weil so ist es ja noch gar nichts wert, so wie es jetzt da liegt. Sind dann alle Kuhhandel durchgeführt und alle Tiere in Viererblöcke bei den jeweiligen Händlern, dann wird halt abgerechnet und das funktioniert wie folgt. Zunächst mal rechnet man die Punkte der vollständigen Quartette zusammen. Das wäre in dem Fall 500 und 350 sind 850. So, dadurch, dass man hier diese Sonderkarte noch hat bei den Eseln, ist das sogar 750 wert, dieses Quartett. Das heißt, wir haben 350 plus 750 sind 1100. Das Ganze wird dann mal 2 genommen. Mal 2, weil er 2 vollständige Quartette hat. Hätte er 3, würde es mal 3 genommen werden. Das heißt, wir hatten 1100 mal 2 sind 2200. Dann hat er hier noch eine weitere Karte ergattert. Ja, so eine Bonuskarte. Die zählt aber nur 250 Punkte. Hätte er Schweinequartett, dann wäre die dazu gerechnet worden, aber so zählt die halt nur 250 Punkte. Also der Unterschied ist halt, hat man das komplette Quartett, darf man den hier zurechnen und die wird dann auch mit mal genommen. Die Karte, wenn man das Quartett nicht hat, zählt einfach nur die 250 Punkte. Das heißt, die zählt ja in dem Moment dann 500 Punkte. Hier bei dem Spieler 2 sieht es folgendermaßen aus. Er hat halt dieses Rattenquartett und muss sich jetzt eins dieser Quartette aussuchen, die er wegschmeißt. Ja, jetzt haben wir hier eine Sonderfunktion, Sonderaktion. Hier sind zum Beispiel Schafe und er hat hier dieses Schaf. Das heißt, dieses Quartett wäre 500 wert. Ja, 250 Punkte für die Schafe plus 250 für die Karte. So, da er jetzt aber eins wegwerfen muss, muss er sich halt überlegen, die Ratten tun wir jetzt weg und darf sich ein Quartett aussuchen. In dem Moment nimmt man natürlich das, was niedriger ist. Das heißt, das hat einen Wert von 1000, das hat einen Wert von 250 bis 500. Das heißt, das würde wegkommen, ja, für die Ratten. In dem Moment haben wir ja dieses Quartett von dem Schaf nicht mehr. Das heißt, der wird nur noch 250 Punkte zählen. Ja, das wäre in dem Fall dann hier 1000 mal 1 ist 1000. Ja, kann ich ohne Taschenrechner. Und dazu kommen dann halt noch 2 mal 250, wären 1500 Punkte. Heißt, in dem Fall hätte der erste Spieler das Spiel gewonnen. Ja, und so spielt man Runde für Runde. Und dann, wer die meisten Punkte halt zum Schluss hat, der ist halt der Sieger von Kuhhandel. Ja, liebe Brettspiel, die Freunde, das war Kuhhandel Master. Sage ich da nur. Ja, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen verraten in der Einleitung, wie mir das Spiel gefällt. Gefällt mir einfach sehr gut, klasse, deswegen stelle ich euch es auch vor. Ja, ich hätte das nicht gedacht. Wir haben es also auf dem letzten Spieleabend, den wir ja endlich wieder machen dürfen, auch nur eine kleine Runde, habe ich es tatsächlich erst mal auf den Tisch gepackt und wir hatten alle mega Spaß gehabt, ja. Dieses Handeln da am Tisch, dann wird überboten, dann wird geguckt, der kann das Tier gar nicht gebrauchen, was soll ich mit dem Esel, aber ist scheißegal, Hauptsache der andere kriegt das nicht, dann kloppt man da sein Geld raus und richtig schöne, fiese Aktionen dabei, ja, oder dann habe ich da gesagt, komm, ich möchte diesen Esel da haben, der fehlt mir halt noch, habe dann ein Gebot gemacht, da hat der andere mir irgendwie 8 Scheine hingelegt, ja, dann drehe ich die um, ja, dann waren da irgendwie 7 Nuller und nur 10 dabei und ich habe dem schön 700 und noch was Flocken da hingelegt, ist natürlich ärgerlich, aber trotzdem mal Spaß, ja. Alle hatten Spaß am Tisch, haben sich kaputt gelacht. Die Illustration finde ich auch sehr schön. Ich kenne das erste Kuhhandel nicht. Aber hier finde ich sehr schön. Diese ganzen Tierchen, wie die gezeichnet sind und so. Das Schaf hier mit dem Stroh im Mund, ja, total schön. Die Ratte, die guckt halt so ganz neckisch hier, ganz passend. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied genau ist zum Master, zum Normalen. Ich meine, da waren, glaube die Ratten waren nicht dabei. Und ich weiß gar nicht, ob die Bonuskarten dabei waren, ob es da nur die normalen gab. Aber
die machen das Spiel für mich noch peppiger. Also ohne würde ich gar nicht spielen wollen, weil gerade hier, ja, durch die unterschiedlichen Arten von Auktionen, die man hat, wie gesagt, hier zählt man ja rückwärts 10, 9, 8, ja, hier legt man halt verdeckt seine Geldscheine da in die Mitte, um die Ratten nicht zu bekommen. Echt klasse. Also wie gesagt, rundherum echt ein schönes Spielchen. Hat mich total positiv überrascht, muss ich wirklich sagen. Kann ich jedem von euch nur empfehlen. Ich habe die 2-Personen-Variante noch nicht gespielt. Keine Ahnung, ich kann mir halt ein Auktionsspiel mit 2 Personen, kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich. Ja, da steht halt drin, wie es funktioniert und man kann dann halt irgendwie dem anderen eine Karte geben oder selber behalten, wenn man die zieht. Da wird wohl gar nicht großartig geboten. Aber ja, ich glaube, dafür ist ein bisschen der Pep raus. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal reinschreiben. Habt ihr schon mal die 2-Personen-Variante hier gespielt von Kuhhandel Master? Grundsätzlich, wie gesagt, ich glaube, das Spiel lebt eigentlich von diesen Auktionen, ja. Jeder ist halt jede Runde beschäftigt, jeder ist halt immer dabei. Da ist also nicht, du hast keine Downtime, dass da einer sitzt und wann bin ich wieder dran. Nee, jeder ist halt jede Runde dabei, ja, es wird was aufgedeckt und jeder ist halt aktiv und muss mitbieten, ja, das ist echt wunderbar. Und die Zeit verging ratzfatz, wir haben tatsächlich eine Stunde gebraucht oder sogar noch länger, weil es halt die erste Runde war, ich musste auch erst noch ein bisschen erklären. Also die Zeit muss man tatsächlich dafür nehmen, vielleicht geht es mit 3 Personen schneller, das kann natürlich sein, aber wir waren da zu 4, wie gesagt, und da hat echt tatsächlich eine Stunde gedauert. Also wie gesagt, hier ein sehr schönes Spiel, kann ich euch empfehlen, von Ravensburger, Kuhhandel. Und wenn ihr noch keinen Kuhhandel habt, holt euch direkt die Master-Version. Ja, das war mein Video zu Kuhhandel Master. Ich wollte euch das Spiel einfach nicht vorenthalten, wenn ihr das noch nicht kennt, ja, weil mich das echt positiv überrascht hat, die Tage. Und da habe ich gedacht, da muss ich mal ein Video machen, um der Brettspiel-Teddy-Community da zu zeigen. Dann lasst gerne ein Abo da oder ein Like, ja. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr das auch schon gespielt? Wo genau ist jetzt der Unterschied zwischen dem normalen Kuhhandel und habt ihr schon mal zu zweit gespielt? Da würde mich echt mal interessieren, ja. Macht das da tatsächlich auch so viel Spaß? Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Dann, wie gesagt, lasst gerne ein Abo und ein Like da und die Glocke bimmeln lassen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Olli vom Brettspiel Teddy.